Du kannst in meinem Haus bleiben. Wir werden viel Spaß haben, Schatz. Du bist sehr frech, Dina. Ich kann alles für dich tun. Du liebst mich sehr. Natürlich liebe ich dich sehr. Ich kann nicht länger warten. Lass uns gehen. Ich muss sie finden. Wo sind sie? Sie waren gerade noch hier. Sie konnten unmöglich weggegangen sein. Sie stehen dort. Ruby, dein Mann ist dort. Hallo, mein lieber Ehemann. Ruby, meine Liebste, was machst du hier? Dein Spiel ist vorbei, betrügerischer Ehemann. Du solltest dich schämen. Wie kannst du es wagen, Klaus? Du hast mich betrogen. Ich werde dir das niemals verzeihen. Ich habe dich auf frischer Tat ertappt. Wer ist dieses Mädchen? Warum bist du stumm? Gott sei Dank, hat mir meine Freundin alles erzählt. Bitte hör mir zu, Ruby. Ich kann alles erklären. Du hast alles falsch verstanden. Ich betrüge dich nicht. Warum hast du mich geschlagen? Ich liebe dich so sehr. Du liebst mich überhaupt nicht. Komm schon, Klaus, wir sehen doch alles. Du hast Ruby angelogen. Du liebst dieses Mädchen. Du hast meine Freundin betrogen. Halt den Mund, Maria. Das geht dich nichts an. Das ist eine Familienangelegenheit. Das ist alles deine Schuld. Ich will nicht mit dir reden. Genug ist genug. Du kannst meine Freundin nicht beleidigen. Sie hat mir sehr geholfen. Hey du. Wer bist du? Er ist mein Mann. Ich weiß, dass er dein Mann ist. Warum schreist du so? Hör auf damit. Sie ist nicht meine Liebe. Du bist meine Liebe. Du bist meine süße Frau. Sie ist meine beste Freundin. Sie brauchte meine Hilfe. Ich weiß, dass ich dich angelogen habe, aber ich habe dich nicht betrogen. Ja, Ruby. Wir sind nur Freunde. Dein Mann ist ein guter Mensch. Er hat mir sehr geholfen. Du hättest ihn nicht schlagen sollen. Er ist ein Engel. Was meinst du damit? Warum verteidigst du ihn? Ruby, sie lügen. Du bist sehr unschuldig. Ich habe sie im Hotel gesehen. Klaus macht nur billige Ausreden. Du musst ihm nicht glauben. Halt den Mund, Maria. Wenn du noch ein Wort sagst, schlage ich dich. Ruby, ich werde dir alles erzählen. Ihr Name ist Dina. Sie ist meine Freundin. Ihre Mutter ist krank. Sie brauchte meine Hilfe. Ich habe ihr etwas Geld gegeben. Ich habe dir alles gesagt, als ich das Haus verlassen habe. Ihre Mutter war im Krankenhaus. Ich dachte, dein Freund wäre ein Junge. Du hast von einem Jungen gesprochen. Ich habe dich angelogen, weil du mir nicht vertraust. Du zweifelst an mir. Du hast mich beschuldigt. Wie konntest du mir das antun? Ich liebe dich sehr. Er sagt die Wahrheit. Dein Mann hat mir Geld gegeben. Er hat mir sehr geholfen. Meine Mutter war im Krankenhaus. Du solltest deinen Mann respektieren. Wie soll ich dir glauben? Ich kenne dich nicht einmal. Ruby hat recht. Du unterstützt Klaus. Er hat meine Freundin betrogen. Warum lügt ihr beide? Warte einen Moment, Maria. Ich werde mit ihr reden. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Gut, ich möchte deine Mutter treffen. Wo wohnst du? Was ist passiert? Warum seid ihr so schockiert? Ich möchte ihre Mutter treffen. Warum willst du meine Mutter treffen? Ich lüge nicht, Ruby. Ich vertraue dir nicht. Du verschwendest meine Zeit. Ich will deine Mutter sehen.
In Ordnung, lass uns gehen. Du kannst ihre Mutter treffen. Du hast mir das Herz gebrochen, Ruby. Du hast an mir gezweifelt. Du hast mich beschuldigt. Du wirst es bald bereuen, Ruby. Da du so entschlossen bist, lass uns gehen. Oh nein. Meine Mutter ist nicht krank. Was soll ich jetzt tun? Ich muss meine Mutter informieren. Du wirst es bereuen, Ruby. Du hast mich sehr verletzt. Ich will nicht mit dir reden. Bitte fahr schneller, Klaus. Wo bist du, Dina? Ich mache mir Sorgen um dich. Ich glaube, sie ist bei Klaus. Ich muss sie anrufen. Komm schon, Dina, geh ans Telefon. Wo bist du? Hallo, meine liebe Freundin. Wie geht es dir? Hast du den Verstand verloren? Ich bin deine Mutter. Wo bist du? Ich warte auf dich. Bitte komm so schnell wie möglich nach Hause. Nein, meine Freundin. Ich kann dich jetzt nicht treffen. Meine Mutter ist krank zu Hause. Ich bin nicht krank. Wovon redest du? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Klaus hat mir geholfen. Er hat mir Geld gegeben. Ich gehe jetzt nach Hause. Meine Mutter ist krank. Danke für deinen Anruf. Hast du den Verstand verloren? Bist du betrunken? Komm sofort nach Hause. Oh nein. Meine Mutter hat aufgelegt. Was soll ich jetzt tun? Dafür wirst du bezahlen. Du hast mich betrogen, Klaus. Ich habe dich nicht angelogen. Du wirst alles sehen. Ich habe meiner Freundin nur geholfen. Oh mein Gott. Wer ist diese Frau? Wer sind sie? Dina ist bei Ihnen. Oh nein. Sie wollte es mir sagen. Ich hätte so tun sollen, als wäre ich krank. Mama, wie geht es dir jetzt? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Mir geht es jetzt besser. Hast du meine Medikamente gekauft? Ich kaufe deine Medikamente morgen. Klaus hat mir Geld gegeben. Er hat mir geholfen, Mama. Dir wird es bald wieder gut gehen. Wir sind arme Leute. Klaus ist ein guter Junge. Mama, das ist Ruby. Sie ist Klaus' Frau. Sie glaubt, Klaus liebt mich. Nein, nein. Das ist nicht wahr. Klaus hat uns sehr geholfen. Er hat uns Geld gegeben. Du hast großes Glück, Ruby. Dein Mann ist ein Engel. Du solltest ihm vertrauen. Wir hatten kein Geld. Ich wäre gestorben. Dein Mann hat mich gerettet. Jetzt verstehe ich alles. Es tut mir so leid, Dina. Ich habe dich beschuldigt. Bitte verzeih mir. Ich werde das nicht wieder tun. Es tut mir nochmals leid, Dina. Schon gut, Ruby. Ich kann dich verstehen. Ich verzeihe dir. Werde bald gesund. Ich werde für dich beten. Gute Nacht. Klaus, bitte hör mir zu. Können wir reden? Ich will nicht mit dir reden. Bitte lass mich in Ruhe. Du liebst mich überhaupt nicht. Du hast mein Vertrauen zerstört. Du hast mich geschlagen. Es tut mir so leid, mein lieber Mann. Ich lag falsch. Bitte verzeih mir. Ruby, Dina lügt. Klaus hat dich mit ihr betrogen. Ich habe sie mit ihm zusammen im Hotel gesehen. Es reicht, Maria. Ich hätte dir nicht glauben sollen. Komm schon, Ruby. Ich bin deine beste Freundin. Hör auf, Maria. Bitte misch dich nicht in mein Leben ein. Meinst du das ernst?
Ich bin deine beste Freundin. Ich will dich beschützen. Klaus ist ein schlechter Ehemann. Bitte Maria, ich will nichts hören. Bitte misch dich nicht in mein Leben ein. Mein Mann hat diesem Mädchen geholfen. Sie ist arm. Sie brauchte Geld. Ich fühle mich jetzt schrecklich. Mein Mann ist ein guter Mensch. Er hat mich nicht betrogen. Du bist naiv, Ruby. Dein Mann ist sehr clever. Eines Tages wirst du es bereuen. Geh weg. Du bist nicht mehr meine Freundin. Du willst mich zerstören. Lass dich nie wieder blicken. Ich liebe meinen Mann sehr. Bitte lass mich in Ruhe. Gut, du hast den Verstand verloren. Eines Tages wirst du sehr viel weinen. Ich werde dich nicht wiedersehen. Klaus wird dich zerstören, Ruby. Es tut mir so leid, Schatz. Ich hätte dich nicht schlagen sollen. Du hast mich sehr verletzt. Du hast mein Vertrauen zerstört. Du vertraust mir nicht. Ich werde dir nie wieder wehtun. Bitte verzeih mir, Klaus. In Ordnung, ich verzeihe dir. Lass uns nach Hause gehen. Ich möchte mich ausruhen. Sei nicht traurig, Ruby. Ich verzeihe dir. Ich bin völlig erschöpft. Lass uns schlafen gehen. Ich mache mir Sorgen um meine Mutter. Sie wird immer noch vermisst. Wo ist sie? Die Polizei wird deine Mutter bald finden. Ich glaube, jemand hat deine Mutter entführt. Ich möchte meine Mutter sehen. Bitte tu etwas. Ich leide sehr. Wir sollten ins Bett gehen. Beruhige dich, mein Schatz. Guten Abend. Ich bin Hauptkommissar Hans. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich höre zu, Herr Kommissar. Haben Sie meine Mutter gefunden? Wo ist meine Mutter? Ich glaube, wir haben Ihre Mutter gefunden. Bitte kommen Sie zur Polizeiwache. Was? Sie haben meine Mutter gefunden? Wirklich? Ich komme sofort. Was? Die Polizei hat deine Mutter gefunden? Wie ist das möglich? Ich sage die Wahrheit. Ich bin froh, das zu hören. Klaus, ich möchte meine Mutter sehen. Wir müssen zur Polizeiwache. Ja klar. Ich freue mich sehr für dich. Los geht's. Wie ist das möglich? Ich habe ihre Mutter im verlassenen Wald begraben. Ich muss mich beruhigen. Ich habe alle Beweise vernichtet. Niemand kann mich festnehmen. Herr Kommissar, wo ist meine Mutter? Wie geht es ihr? Beruhigen Sie sich, Ruby. Wir werden Ihre Mutter finden. Wir müssen in den Wald fahren. Was meinen Sie? Machen Sie Witze? Sie sagten, Sie hätten meine Mutter gefunden. Wir haben das Handy Ihrer Mutter geortet. Sie ist im Wald. Wir fahren jetzt dorthin. Sie können mitkommen. Wir werden Ihre Mutter bald finden. Verstanden. Los geht's, Herr Kommissar. Ich kann es kaum erwarten, meine Mutter zu sehen. Wo ist meine Mutter? Was machen wir hier? Ihre Mutter ist hier. Ich glaube, jemand hat Ihre Mutter hier begraben. Was? Auf keinen Fall. Das kann nicht wahr sein. Der Standort ist hier. Ich habe das Handy Ihrer Mutter geortet. Komm schon, Klaus, wir müssen hier graben. Meine Mutter kann nicht hier sein. Meine Mutter darf nicht tot sein. Sie lebt. Herr Kommissar, wir verschwenden hier unsere Zeit. Wir sollten zurückfahren. Nein, Klaus. Dieser Fall ist sehr kompliziert.
Ich glaube, jemand hat Rubis Mutter getötet. Oh Gott, hilf mir! Ich habe Rubis Mutter hier begraben. Ich darf keine Angst haben. Er kann mir nichts beweisen. Alles wird gut. Ruby ist dumm. Sie liebt mich sehr. Was ist das? Oh nein. Hier ist niemand. Wo ist Rubis Mutter? Hier ist das Handy ihrer Mutter. Das bedeutet, ihre Mutter war hier. Jemand hat versucht, ihre Mutter zu töten. Dieser Fall wird von Tag zu Tag komplizierter. Wer hat meine Mutter entführt? Warum will jemand meine Mutter töten? Wie ist das möglich? Ich habe ihre Mutter hier begraben. Oh nein. Wo ist sie? Lebt sie noch? Sie kennt meine Wahrheit. Ich will meine Mutter zurück. Sie ist in Gefahr. Bitte, Herr Kommissar, finden Sie meine Mutter. Reißen Sie sich zusammen, Ruby. Ich werde Ihre Mutter finden. Ich glaube, sie lebt noch. Ruby, ich möchte keine Tränen in deinen Augen sehen. Lass uns nach Hause gehen. Nein, Klaus. Jemand hat versucht, meine Mutter zu töten. Wer war das? Ich werde ihn töten. Ich komme morgen mit meinem Team zurück. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihre Mutter bald finden. Ich vertraue Ihnen nicht mehr. Ich werde meine Mutter selbst finden. Sie muss hier sein. Ich spüre es. Mama, ich bin für dich gekommen. Ich bin deine Tochter Ruby. Mama, kannst du mich hören? Bitte Mama, komm zurück. Ich möchte dich umarmen. Ruby, ich bin bei dir. Bitte weine nicht. Wir müssen zurück. Dieser Wald ist sehr gefährlich. Ich werde diesen Entführer finden. Er muss für alles bezahlen. Ich werde ihm nicht verzeihen. Die Wahrheit wird früher oder später ans Licht kommen. Wer ist diese Frau? Ich muss ihre Familie finden. Sie war in den letzten 2 Tagen hier. Gott sei Dank, geht es ihr jetzt gut. Ich hoffe, sie erlangt wieder das Bewusstsein. Ich hatte große Angst, dass ihr etwas Schlimmes zustoßen könnte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.